Zur Bremen Classic Motor Show gehört seit 20 Jahren natürlich auch eine riesige Motorradausstellung über alle Jahrzehnte und immer eine Sonderschau. Wir haben ja tatsächlich wieder einen thematischen Vergleich bei den Motorrädern aus den 50er Jahren, die ihr mitgebracht habt. Ja, es geht nicht nur um die 50er Jahre. Dieser Vergleich, dieser Wettbewerb zwischen Zwei- und Viertaktmotoren, das war die Basis für die Idee unserer Sonderausstellung, weil seit ziemlich genau 100 Jahren ist dieser Wettbewerb entbrannt. Er ist eigentlich vor ungefähr 40 Jahren auf der Straße zugunsten des Viertakters entschieden worden. Gleichwohl war das sehr, sehr spannend. Es gibt kein Besser, es gibt kein Schlechter. Und ganz typisch waren auch diese ökonomischen Motorräder der 50er Jahre, mit denen die Leute zur Arbeit, ins Grüne und in den Urlaub fuhren. Wir haben die DKW, ein typisch deutsches Motorrad, DKW, ein ganz großer Protagonist der Zweitakttechnik, eigentlich die Wiege des modernen Zweitakters. Und wir haben eine italienische Gilera Rossa Super. Gilera war ein Familienunternehmen aus Arcore bei Mailand. Die bauten grundsätzlich nur Viertakter. Ich würde ja mal so als Laie sagen, Zweitakter ist einfacher und billiger zu produzieren und wiegt auch weniger. Aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz, ne? Das mit dem geringeren Gewicht und der einfacheren Technik ist klar. Aber die Vorgänge im Zweitakter, die Strömungsverhältnisse, die erfordern viel mehr Erfahrung, Forschungsarbeit. Er ist thermisch schwieriger zu beherrschen. Das sieht man bei der DKW ganz gut durch die sehr komplexe Stachelverrippung. Und das führte auch dazu, dass italienische Marken sich oft sehr stark zum Viertakter bekannten. Der war thermisch bei großer Hitze stabiler. Das Motorrad ist wesentlich sparsamer. Das spielte eine ganz, ganz große Rolle in Italien der 50er Jahre, noch mehr als in Deutschland. Während für unser Klima der Zweitakter gut war, der sprang im Winter zuverlässig an, der war leicht und der war halt drehmomentstark. Das war für die Leute wichtig, die wollten zu zweit fahren, die wollten weit fahren. Dieses Motorrad ist auch viel schwerer und stabiler als sein italienisches Gegenstück. Das heißt, ich könnte mit dem Aktentaschenmotorrad mit der DKW eigentlich leistungstechnisch mit der Gilera mithalten? Jederzeit. Am Berg bei Gegenwind zu zweit ist die stärker, weil der Zweitakter bei doppelt so viele Kraftimpulse liefert wie der Viertaktmotor, aber er hat ein engeres Drehzahlband, er verbraucht mehr und wie gesagt, er ist thermisch und schmiertechnisch wesentlich schwieriger zu beherrschen. Aber sag mal so, du hast ja gesagt, vor 40 Jahren etwa wurde das zu Ungunsten des Zweitakters entschieden. So aus der technischen Sicht von heute, wenn wir jetzt nur auf die 50er und so blicken, war der Zweitakter doch eigentlich konzeptionell das Richtige. Ja, weil er leicht und simpel war. Abgasemissionen spielten natürlich zu der Zeit überhaupt keine Rolle bei den Autos. Und es waren aber auch die Abgasemissionen und auch eine Zweitaktmüdigkeit der Käufer, die das Thema bei den großen oder bei den Straßenmotorrädern wirklich zu den Akten gelegt haben. Also Vergleich Zweitakter zu Viertakter in den 50er Jahren, würde ich sagen, geht noch knapp für die Zweitakter aus. Ja, eigentlich war es auch tatsächlich so, dass wesentlich mehr Firmen Zweitakter bauten. Ja, und im gesamteuropäischen Vergleich lag Ende der 50er der Zweitakter wirklich ganz deutlich vorne. Der war tatsächlich billiger in der Fertigung, geringere Bestehungskosten, mehr Kraft. Auch im Bereich der Roller dominierte der Zweitakter ja ganz, ganz stark. Vespa, Lambretta, viele andere Marken. Und so war es halt auch bei den damals sehr populären kleinen Motorrädern. Was wir heute schon fast vergessen haben, ist, dass der Motorradmarkt Ende der 50er und dann durch die ganzen 60er eine riesige Bässe erlebte. Jedenfalls kam Honda 1969 plötzlich mit einer Vierzylindermaschine, quer eingebautem Motor, der berühmten CB 750. Und dann mussten alle anderen Hersteller nachziehen. Und die konnten wohl überwiegend nur Zweitakt. Oder wie kam es, dass wir jetzt hier die Zweitakt Suzuki neben der 750er Honda haben? Genau, Sohiro Honda hatte seit 1958 den Titel größter Motorradhersteller der Welt. 1958 begann man auch den US-Markt, den größten der Welt, aufzurollen. Honda wurde Marktführer und Honda überraschte die weltweite Konkurrenz tatsächlich 1969 mit der CB 750 vor. 4 Zylinder in Reihe, oben liegende Nockenwelle, 5 Gänge, Elektrostarter, Scheibenbremse. Das erste Motorrad, für das der Begriff Superbike geprägt wurde. Und plötzlich war da ein großer Markt. Und die anderen japanischen Hersteller wollten nachziehen. Die bauten aber, wenn die ein modernes Motorrad bauen wollten, ein großes, nur Zweitakt.
Motorräder. Kawasaki kam und Suzuki, die eine eigene Philosophie verfolgten, sehr gediegene, sehr gut verarbeitete, sehr robuste Motorräder zu bauen. Die brachten dann die GT750, den vom Gewicht her schwersten und auch hubraumstärksten Zweitakter der Welt, mit Flüssigkeitskühlung. Das war damals ein Novum, Elektrostarter, Kickstarter, sehr aufwendige Ausstattung, 4 Auspuffrohre, das war imageträchtig, von den frühen Hondas abgeschaut und auch mit einer sehr aufwendigen, gediegenen Machart, mit viel Chrom. Und es gab in Amerika vielen die Vorurteile gegenüber den Zweitaktern. Das heißt, die Amerikaner lernten plötzlich die Zweitakter kennen, auf diesem Wege. Aber auch bei uns in Deutschland kam es zu einer Zweitakt-Renaissance. Nur, glaube ich, von den Stückzahlen her sind ob Suzuki oder Yamaha oder Kawasaki weit hinter Honda zurückgeblieben. Genau, Honda war auch in Deutschland der Marktführer, aber es blieb natürlich noch genug Markt für die anderen japanischen Marken. Mitte der 70er hatten japanische Marken in der Bundesrepublik 86% Marktanteil. Und der Markt wuchs und boomte. Und die Suzuki hatte eigentlich einen Fehler, der mit dem Zweitaktprinzip gar nichts zu tun hatte, der in Amerika gar nicht auffiel. Das Fahrwerk war nicht für sportliche Fahrweise geeignet. Die hatte wenig Bodenfreiheit, hohes Gewicht, schlechte Dämpfung, Mauerbremsen. Suzuki arbeitete sehr emsig dran. Dieses Motorrad wurde immer sehr stark Modell gepflegt, während es bei der Honda 1975 diesen großen Schritt gab, ein moderneres Design mit dem Heckbürzel, nur noch ein Schalldämpfer, um das Motorrad ein bisschen leichter und moderner zu machen, während die Suzuki bis zum Schluss diese doch sehr barocke Anmutung behielt, die eher zu 1970 als zum Ende des Jahrzehnts passte. Aber sie hatte ihre feste Fangemeinde. 4 ganz besondere Exponate aus dem PS-Speicher in Einbeck. Zweitakt oder Viertakt, die Glaubensfrage. Für viele Konstrukteure, aber auch für viele Fahrer. Wir haben sie gegenübergestellt, 2- und Viertaktmodelle aus allen Jahrzehnten. Und ihr könnt sie sehen auf der Bremen Classic Motor Show vom 3. bis 5. Februar in der Messe Bremen.